wo die Grenze zwischen Erde und Himmel nur eine endlose Fläche goldenen Grases ist, wo die Fußspuren wilder Tiere noch immer ihre Spuren im trockenen Boden hinterlassen und der Wind noch wie ein Flüstern weht. Erscheint die Masai Mara wie ein lebendiges Epos afrikanischer Natur. Masai Mara, das Land der Wildnis. Auf den endlosen Grasflächen der Masai Mara bewegt sich ein schlanker Schatten lautlos dicht am Boden. Es ist der afrikanische Gepard Acinonyx jubatus. Das schnellste Landtier, ein Lebewesen, dessen jeder Muskel, jedes Blutgefäß nur einer einzigen Aufgabe dient, dem Laufen und dem Fangen von Beute. Der schlanke Körper, die langen Beine, die flexible Wirbelsäule und der große Brustkorb des Geparden bilden zusammen eine ideale Struktur zum Sprinten. Im Gegensatz zu Löwen oder Leoparden haben Geparden Krallen, die nicht vollständig eingezogen werden können, wie Stacheln, die ihnen beim Beschleunigen Halt am Boden geben. Diese bemerkenswerte Eigenschaft ermöglicht es dem Geparden, in den ersten Sekunden Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen. Schneller als ein Rennwagen beim Starten. Im Gesicht des Geparden verlaufen 2 schwarze Linien von den Augen seitlich an der Schnauze entlang. Diese dienen nicht nur als Erkennungszeichen, sondern fungieren auch als natürliche Sonnenbrille. Indem sie Blendung reduzieren und die Genauigkeit bei der Beobachtung von Beutetieren im heißen Grasland erhöhen. Obwohl Geschwindigkeit die wichtigste Waffe ist, erfordert die Angriffsstrategie des Geparden Berechnung. Geparden beobachten ihre Ziele, die meist jung, alt, schwach oder von der Herde getrennt sind, sorgfältig und greifen nur an, wenn günstige Faktoren vorliegen: Windrichtung, Entfernung, Gelände und Deckung. Im Gegensatz zu vielen anderen Fleischfressern sind Geparden Einzelgänger. In manchen Fällen, insbesondere in der Serengeti, bilden Männchen kleine Gruppen, oft Geschwister, um in Formation zu jagen. Die meisten Geparden leben jedoch allein und sind zum Überleben vollständig auf ihre individuellen Fähigkeiten angewiesen. Auf den weiten Grasflächen verbrennt die Mittagssonne jeden Halm des trockenen Grases und erzeugt eine sanfte Hitze, die vom Boden aufsteigt. Der Wind weht sanft über das Feld und trägt den Geruch von Staub, Erde und die Spannung mit sich, die sich allmählich in der Luft ausbreitet. Ein Rudel Geparden ist unterwegs. Nicht länger versteckt, zeigen sie nun ihre schlanken, anmutigen Körper. Jeder Schritt leicht wie ein Gleiten,
aber voller Entschlossenheit. Jeder hält taktischen Abstand, den Blick fest auf das Ziel vor ihm gerichtet. 2 erwachsene Strauße, die im Freien grasen, ohne zu ahnen, dass sie gleich zum Mittelpunkt eines perfekten Angriffs werden. Die Geparden wählen diese Beute nicht, weil sie leicht zu erlegen ist, sondern weil sie eine würdige Herausforderung darstellt. Ein falscher Schritt könnte zu einem Tritt führen, der einen Knochen bricht. Die Sonne versinkt langsam hinter dem Horizont der Masai Mara und das Licht des Sonnenuntergangs färbt die weiten, hügeligen Graslandschaften golden. Mitten in diesem weiten Land, abgeschieden von anderen Pflanzenfressern, bewegt sich eine Gruppe afrikanischer Strauße leise in Richtung des trockenen Sandes, dem idealen Ort für Nahrungssuche und Partnersuche. In der Tierwelt gibt es nur wenige Arten, die so eigenartig und majestätisch sind wie der Strauß, der größte Vogel der Welt. Mit einer durchschnittlichen Größe von 2,1 bis 2,7 Metern und einem Gewicht von bis zu 150 Kilogramm kann der afrikanische Strauß Strutio camelus zwar nicht fliegen, ist dafür aber ein wahrer Athlet der Savanne. Seine langen und kräftigen Beine ermöglichen ihm nicht nur Geschwindigkeiten von über 70 Kilometer pro Stunde an, sondern sind auch wirksame Verteidigungswaffen. Jeder Tritt eines Straußbeins kann Feinde, selbst Löwen oder Hyänen, schwer verletzen. Der Körper des Straußes ist zum Laufen geschaffen. Obwohl seine Flügel klein sind, helfen sie ihm bei hoher Geschwindigkeit das Gleichgewicht zu halten. Seine Augen sind mit einem Durchmesser von fast 5 Zentimeter die größten in der Vogelwelt und helfen ihm, Gefahren aus der Ferne, manchmal Hunderte von Metern, zu erkennen. In der flachen Graslandschaft ist dieses Sehvermögen eine lebenswichtige Waffe. Strauße leben in kleinen Herden von wenigen bis zu einigen Dutzend Tieren, meist bestehend aus einem dominanten erwachsenen Männchen und mehreren Weibchen. Sie ernähren sich vielfältig. Gras, Samen, heruntergefallene Früchte, Baumwurzeln und sogar Insekten und kleine Reptilien.
Wenn die Dämmerung die Schatten der Strauße am Boden länger erscheinen lässt, verwandelt sich die Luft über den Graslandschaften allmählich in die Stille der Nacht. Doch im Rhythmus der wechselnden Jahreszeiten ist es im Grasland der Maasai nicht völlig still. Mit dem Beginn der Paarungszeit vollzieht sich ein subtiler, aber kraftvoller Wandel. Die Morgensonne scheint auf das dunkle, seidige Gefieder eines erwachsenen männlichen Straußes. Die Haut an Hals und Beinen färbt sich leuchtend rosa, ein deutliches Zeichen für einen Anstieg der Fortpflanzungshormone. Auf freiem Feld zeigt das Männchen sein typisches Balzverhalten. Um ihn herum beobachten die Weibchen ihn ruhig, lassen ihn aber nicht aus den Augen. Die Wahl ist nicht zufällig. Nur das Männchen mit dem kräftigen Körperbau, den glatten Federn und dem eindrucksvollen Balzverhalten zieht eine Partnerin an. Nähert sich ein Weibchen und senkt den Kopf, ein Zeichen der Zustimmung, verläuft die Paarung schnell, aber erfolgreich. Auf freiem Feld hat es mit Füßen und Schnabel ein flaches Loch gegraben, ein Nest mit Eiern. Nicht nur ein, sondern viele Weibchen des Schwarms legen abwechselnd Eier in dieses Gemeinschaftsnest. Jedes Ei ist fast so groß wie ein kleiner Ball, hat eine dicke elfenbeinweiße Schale und wiegt bis zu 1,5 Kilogramm, das größte Ei der gesamten Wirbeltierwelt. Obwohl viele Weibchen an der Eiablage beteiligt sind, dürfen nur ein Männchen und ein dominantes Weibchen ein spezielles, bei Vögeln seltenes Modell ausbrüten. Unter der sengenden Sonne der Masai Mara scheint der Boden in der Mittagshitze zu verdunsten. Die Luft ist schwer und angespannt und das Zirpen der Insekten ist deutlicher zu hören als je zuvor. Mitten im offenen Raum brütet eine Straußin ihre Eier aus. Ihr großer Körper ist dicht am Boden, ihre Flügel bedecken die elfenbeinweißen Eier wie ein lebendiger Schutzschild für das junge Leben, das sich noch nicht gebildet hat. Es wirkt wie ein friedlicher Moment, doch ihre Augen blicken immer noch nach oben, blicken angespannt umher. Jede Bewegung im Gras wird aufgezeichnet. In der Wildnis ist das Brüten nie ein passiver Akt, sondern ein stilles Wachen, bei dem jeder Fehler die nächste Generation kosten kann. Das Nest, obwohl tief gegraben und im trockenen Gras versteckt, ist dennoch ein attraktives Ziel für Raubtiere. Hinter einem nahegelegenen Hügel näherten sich einige Wildhunde und bewegten sich lautlos unter dem dichten Gras. Sie hatten die Anwesenheit der Eier gerochen. Die Straußin spürte etwas. Sie erhob sich leicht, blieb aber reaktionsbereit. Statt direkt zum Schutz zu eilen, beschloss die Straußin abzulenken. Sie streckte den Hals und rannte in die entgegengesetzte Richtung, wobei sie kräftige Flügelschläge und laute Geräusche erzeugte, die Staub aufwirbelten.
Ein vertrauter Schritt, um die Aufmerksamkeit von Raubtieren auf sich zu ziehen und das Nest dahinter zu schützen. Doch die Wildhunde ließen sich nicht täuschen. Einer der jüngeren, schnelleren Hunde riss sich los und rannte direkt auf das Ei am Rand zu. Er zögerte nicht, wankte nicht. In dem Moment, als die Straußin den Kopf drehte, war es zu spät. Als sich das Gras legte und die Wildhunde sich zurückzogen, kehrte Stille um das Straußennest ein. Doch nicht die Stille des Friedens, sondern die eines Augenblicks des Wartens. Unter dem heißen Sand und den Flügeln, die das Nest seit vielen Stunden nicht verlassen hatten, begannen sich die Straußeneier zu bewegen. Die Elfenbeinschalen zitterten leicht unter den Stößen von innen. Ein paar klappernde Geräusche waren zu hören, ein zartes, aber lebendiges Geräusch. Dünne Risse breiteten sich wie Spinnweben auf der Oberfläche aus. Von innen begannen die winzigen Schnäbel hervorzustechen und klopften geduldig jedes Mal, um die Schale zu durchbrechen, die sie über 40 Tage lang geschützt hatte. Innerhalb weniger Stunden schlüpften die anderen Eier eins nach dem anderen. Das gesamte Nest war nun ein Schwarm junger Strauße, die sich an die langen Beine ihrer Eltern drängten. Unter dem Schutz der männlichen und weiblichen Strauße lernen die Küken schnell, sich an die raue Umgebung anzupassen. Sie lernen nicht durch Worte, sondern durch Beobachtung und Nachahmung. Sie ahmen ihre Eltern nach, wie sie im Boden picken, Samen auswählen, nach Wurzeln graben und gefährlichen Insekten ausweichen. Vor dem Hintergrund eines wolkenlosen blauen Himmels erwärmt sich der trockene Boden allmählich unter der Mittagssonne. In der Ferne zeigt sich nach den Regenfällen der vergangenen Saison eine seltene flache Pfütze. Sie ist ein beliebtes Ziel vieler Tierarten, wo Herden ihren Durst stillen, Nahrung finden oder einfach der Hitze entfliehen. Hinter dem hohen Gras am Wasserrand taucht das Rudel afrikanischer Wildhunde wieder auf. Sie haben es nicht eilig, müssen sich nicht verstecken, sondern gehen gemächlich, sind aber instinktiv wachsam. Ihre Ohren stehen aufrecht, ihre Augen scannen ständig jede Bewegung im Raum. Heute verweilen sie am Rand der Pfütze, nicht auf der Jagd, aber sie lassen sich auch keine Gelegenheit entgehen. Der afrikanische Wildhund Lycaon pictus ist ein sehr geselliger Fleischfresser, der sich durch sein einzigartiges Flickenteppich aus Gelb, Schwarz und Weiß auszeichnet. Sein schlanker Körper, die langen Beine, die großen Ohren und das kräftige Herz sind optimal für ausdauernde Jagden, die kilometerweit dauern können. Im Gegensatz zu anderen einzelgängerischen Raubtieren jagen Wildhunde in organisierten Rudeln, meist bestehend aus 6 bis 20 Tieren. Sie koordinieren ihre Rufe, Bewegungen und Reaktionen wie eine gut ausgebildete Kampfeinheit. Haben Sie sich ein Ziel ausgesucht, geben Sie nicht auf, bis die Beute vor Erschöpfung zusammenbricht.
Unter der sengenden Sonne, die durch das glitzernde Wasser scheint, bewegt sich eine Herde Straußenküken langsam auf das Wasser zu. Hinter ihnen haben die männlichen und weiblichen Strauße bereits die Bedrohung gespürt. Es dauerte nicht lange, bis die Wildheit des Straußpaares die Hunde an den Rand des dichten Grases zwang. Es bestand keine direkte Bedrohung mehr. Die Ordnung war vorübergehend wiederhergestellt. In diesem rauen Land bedeuteten entscheidende Momente der Verteidigung die Grenze zwischen Verlust und Überleben. Für Strauße liegt ihre Stärke nicht in den Krallen, sondern in Schnelligkeit, Mut und der Entschlossenheit, das junge Leben zu schützen, das ihnen anvertraut wurde. Als die Sonne am westlichen Horizont unterging, tauchte das orangefarbene Licht das Grasland der Masai Mara in einen mystischen Farbton. Hohe Gräser wiegten sich im Nachmittagswind, Greifvögel kreisten über ihnen. Inmitten dieser Szene erschienen menschliche Gestalten. Die Maasai, mit ihren charakteristischen roten Gewändern, langen Speeren in den Händen und bunten Halsketten, ziehen durch ihr angestammtes Land. Dies ist nicht nur ein Land der wilden Tiere, sondern auch ein Ort, an dem die härtesten Übergangsriten der Maasai-Kultur stattfanden, die Löwenjagd. Früher musste sich ein junger Maasai, um als wahrer Krieger, ein Moran, anerkannt zu werden, einem erwachsenen Löwenmännchen stellen. Nicht um zum Vergnügen zu töten, sondern um seinen Mut, seine Entschlossenheit und seine Fähigkeit zum Schutz der Gemeinschaft unter Beweis zu stellen. Es war eine Prüfung seiner Intelligenz, Stärke und Opferbereitschaft. Die Krieger benutzten weder Pfeil und Bogen noch Langstreckenwaffen. Sie traten der Konfrontation nur mit einem Speer und dem Glauben an sich selbst entgegen. Jede Narbe an ihrem Körper war ein Zeichen. Jedes Mal, wenn sie die Begegnung mit dem ultimativen Raubtier überlebten, wurden sie in ihrer Gemeinschaft als Erwachsene anerkannt. Obwohl diese Tradition heute nicht mehr so praktiziert wird wie früher, teils aufgrund von Naturschutzgesetzen, teils aufgrund veränderter Wahrnehmungen, ist der alte Geist in jedem ihrer Schritte spürbar. Die Maasai sind nicht mehr diejenigen, die sich den Löwen stellen, sondern sind zu Wächtern geworden, die genau das Tier beschützen, das einst ein Symbol des Mutes war. In der weiten Savanne leben Menschen und Tiere, die einst auf entgegengesetzten Seiten der Frontlinie standen, nun Seite an Seite in einem neuen Lebensrhythmus. Eine Transformation, die ihren Kern nicht verliert, sondern ihre Identität bereichert.
Tradition lebt weiter, nicht durch Speere, sondern durch das Verständnis und das Zusammenleben mit der Natur. Die Löwendynastie. Blutlinie und Macht. Der Wind wehte vom östlichen Horizont und wirbelte roten Staub auf, begleitet vom Geruch trockenen Grases, noch feucht vom Morgentau. Auf dem weiten Grasland gab es keine Grenzen, keine Zäune, nur eine Regel. Die Starken überleben, die Schwachen gehen zugrunde. Millionen von Jahren lang war dieser Ort Schauplatz erbitterter Kämpfe, wilder Verfolgungsjagden zwischen Jägern und Beutetieren, aber auch der erstickenden Stille, wenn die Natur entschied, wer überleben und wer gehen musste. Im Zentrum dieses sagenumwobenen, dunklen Kontinents, wo die Sonne Feuer auf das Grasland gießen und Durst an nur einem Nachmittag das Leben vernichten konnte, lebten 5 gewaltige Kreaturen. 5 Giganten, 5 Symbole der Wildnis. Die Menschen gaben ihnen einen einfachen, aber gewichtigen Namen. Big Five. Der Begriff Big Five, wörtlich übersetzt die großen 5, wurde im 19. Jahrhundert von europäischen Jägern geprägt. Nicht wegen ihrer Größe, sondern weil sie die schwer fassbarsten, gefährlichsten und listigsten Tiere waren. Kreaturen, die einen töten konnten, selbst wenn man glaubte, man hätte es zuerst getan. Die Liste umfasst der Löwe, der unsterbliche König der Graslandschaften. Der afrikanische Elefant, der intellektuelle Riese. Das Nashorn, der gepanzerte Panzer der Natur. Der Büffel, der rücksichtslose, unbezwingbare und unbeständige. Der Leopard, der lautlose Mörder im Laub. Im Laufe der Zeit sind die Big Five jedoch mehr als nur Ikonen für Jäger geworden. Sie sind zu lebenden Legenden geworden, zu Repräsentanten der Artenvielfalt, zu treibenden Kräften des Artenschutzes und der Grund, warum Millionen von Menschen aus aller Welt in entlegene Reservate wie die Masai Mara, die Serengeti und den Krüger-Nationalpark strömen, nur um einen Blick auf sie zu erhaschen. An der Südgrenze der Serengeti, wo die Hochebenen des Basalts rissig und rot sind, streift ein Rudel männlicher Löwen umher. Sie gehören keinem Territorium, keinem Königreich oder weiblichen Rudel an.
Wissenschaftlich gesprochen sind sie eine Koalition, ein Bündnis erwachsener Männchen, die gemeinsam nach Territorium suchen und mit etwas Glück das Recht beanspruchen können, es zu erben. Sie werden die Blutsverwandten des Feuers genannt. Fünf männliche Löwen, jeder trägt die Spuren eines Kampfes in der Ebene. Stur und kraftvoll sind sie keine schönen Individuen, sondern Kämpfer des zähen Überlebens. Von der durchschnittlichen Lebensspanne eines männlichen Löwen, nur 10 bis 12 Jahre, verbringt er die meiste Zeit im Exil, im Kampf um jeden Zentimeter Land. Überleben ist in seinem Erbgut verankert. Ashur, der Anführer der Gruppe, hat eine Narbe über dem linken Auge. Er war ein Prinz, der nach einer blutigen Usurpation aus dem Rudel verstoßen worden war. Makari war der Wilde, der immer in die Konfrontation stürzte. Temba, ein ruhiger Löwe, bevorzugte die Sümpfe und Wasservögel. Django, der Jüngste, war noch im Wachstum und rieb manchmal frustriert seine Krallen an Baumstämmen. Rami war kühl und knurrte selten, verfolgte aber stets die Bewegungen der anderen Mitglieder mit den Augen. Sie durchstreiften viele Länder, kurze Grasebenen, bedeckt mit Thomson-Antilopen, felsige Hügel, die sich wie Wachtürme erhoben, und flache Sümpfe am Waldrand während der Regenzeit. Jeder Löwe markierte sein Revier mit einem Brüllen und einer Markierung an einem Baum oder Felsen. So war jeder Schritt der Blutfeuer eine Kriegserklärung. Ashur saß im Gras und erinnerte sich an den ersten Sieg der Gruppe.
Nach diesem Sieg begannen sie, ein Gebiet mit 4 weiblichen Löwen und ihren jungen Jungen zu markieren. Im biologischen Prozess tötete der neue männliche Löwe alle Jungen, damit die weiblichen Löwen bald wieder läufig würden. Die Bloods bildeten da keine Ausnahme. Sie waren erfolgreich. Das Gebiet erhielt den Namen Stahlbluttal, eine Brutstätte der Macht, in der die Männchen zu wahren Königen wurden. In den folgenden Monaten paarten sich alle 5 männlichen Löwen abwechselnd mit den Weibchen des Gebiets, um genetische Vielfalt zu gewährleisten und die Fruchtbarkeit zu maximieren. Die Weibchen, an die Härte ihres alten Territoriums gewöhnt, akzeptierten die Herrschaft der Stärkeren. Die biologische Struktur veränderte sich rasch, der Duft neuer Männchen erfüllte das Grasland, ihr Gebrüll hallte in der Dämmerung wider. Innerhalb eines Jahres stieg die Zahl der Jungen im Gebiet dramatisch an. Die Bloods, einst von vertriebenen Vagabunden, wurden zur mächtigsten genetischen Kraft des Gebiets und standen in einem Teil der Serengeti an der Spitze der Nahrungskette. Sie waren nun mehr als nur Löwen. Sie waren die Spitzentiere der Big Five, der Inbegriff von Macht, Majestät und Dominanz in der afrikanischen Tierwelt. Heute brach ein blasser Morgenstrahl durch die dünne Nebelschicht, die die Sümpfe westlich des Stahlbluttals bedeckte. Aschur mit schwerem, aber sicherem Gang stand auf dem trockenen Hügel und stieß ein leises Brüllen aus. Es war das Signal. Der Aufruf an das Rudel Löwinnen und ihre erwachsenen Jungen zur ersten gemeinsamen Jagd. Ein seltenes Ritual in der Löwengesellschaft. Das heutige Ziel war weder Antilope noch Zebra. Es war der afrikanische Büffel, ein Tier bekannt für seine Wildheit und Solidarität, ein unverzichtbarer Teil der Big Five. Sie wogen bis zu 900 Kilogramm, hatten sichelförmige Hörner und waren bei ihren Gegenangriffen extrem gefährlich. Doch eine erfolgreiche Jagd würde das Ansehen des Rudels schärfen und die einzigartige Stellung der Feuerblüter bestätigen. Unter der Führung von Aschur und Makari begannen die Löwinnen, selbsterfahrene Jägerinnen, sich fächerförmig auszubreiten. Die jüngeren Tiere wurden außen platziert, wo sie lernen und bei Bedarf helfen konnten. Temba und Rami blieben zurück und fungierten als Abfangjäger für den Fall eines Gegenangriffs der Herde. Währenddessen schlich Django mit jugendlicher Behendigkeit leise durch das Schilf am Rande des Sumpfes.
Als der Bulle zusammenbrach, brüllte die Herde. Es war mehr als nur eine Mahlzeit. Es war eine Machtdemonstration. Die Geier begannen über ihn zu kreisen. Der Sumpf leuchtete in einem blassen gelben Licht, das vom Gras reflektiert wurde. Im sanften Abendlicht der Serengeti-Ebene war die Luft nach einer anstrengenden Jagd still. Ein Rudel Löwen versammelte sich um seine Beute, einen alten Büffel, erschöpft von einem beschwerlichen Überlebenskampf. Der Duft von frischem Fleisch wehte im Wind herüber und vermischte sich mit der Wärme des Bodens, wodurch eher eine ruhige, rituelle Atmosphäre als eine zwanglose Essensszene entstand. Nach der Jagd der vergangenen Nacht, als die Sümpfe westlich des Stahlbluttals eine seltene Ruhe erlangten, begann die Morgensonne durch die dünne Wolkenschicht zu scheinen. Das Schilf wiegte sich sanft in der Morgenbrise, und das Wasser reflektierte das Licht wie Glas, das sich bis zum Horizont erstreckte. Nicht weit vom Ruheplatz des erwachsenen Rudels genoss eine Gruppe Löwenjunger, Nachkommen des Feuerblutsordens, einen gefahrlosen Morgen. Sie sprangen über flache Schlammpfützen, scharrten an Schilfwurzeln und wälzten sich gelegentlich in den taubedeckten Graswurzeln. Dies war die goldene Zeit ihrer Reifung. Eine seltene Kindheit für eine Spezies, die geboren wurde, um den Thron zu erben. Luma, Taro, Kayi, 3 junge Männchen und die beiden Weibchen Nira und Paki erkundeten eifrig den Rand des Sumpfes. Neugier leitete sie. Jedes Geräusch des Wassers, jede seltsame Bewegung im Schlamm rief eine neue Reaktion hervor. Plötzlich kräuselte sich das Wasser in der Nähe. Ein langes, lautloses Wesen, fast mit dem Schlamm verschmolzen, bewegte sich langsam durch das seichte Wasser. Es war ein mittelgroßes Krokodil mittleren Alters, gewohnt, sich vor größeren Tieren zu verstecken. Luma blieb zuerst stehen, seine Ohren waren aufgestellt, seine Augen weit aufgerissen. Er ging nicht sofort weiter, sondern sank leise in die Hocke und pirschte instinktiv. Kaji, schlagfertig, bemerkte die Bewegung rasch. Taro war vorsichtiger, stand in einiger Entfernung und beobachtete.
Doch in den Augen aller drei blitzte die Entdeckungst auf. Die Freude war nicht nur ein Spiel, sondern das Erwachen des Jagdinstinkts. Sie riefen einander mit leisen Schreien zu, Laute, die nur ihresgleichen verstehen konnten. Und dann, wie durch ein natürliches Zeichen, erschien aus der Ferne eine der Löwinnen, Pakis Mutter. Sie eilte nicht herbei, um ihr Junges wegzuzerren, noch versuchte sie, es aufzuhalten. Sie stand still am Rand des Schilfs und beobachtete. Der Löwe lehrt seine Jungen nicht durch übermäßigen Beschützerinstinkt, sondern indem er sie unter verständnisvoller Aufsicht realen Situationen aussetzt. Als sich die Jungen nähern, scheint das Krokodil die Gefahr noch nicht gespürt zu haben. Es dreht sich langsam um und bereitet sich auf den Rückzug in tieferes Wasser vor. Doch es ist zu spät. Ein leises Geräusch ertönt von hinten. Temba. Das erwachsene Männchen tritt wie ein schwerer Schatten vor. Aus Erfahrung weiß es, dass diese Gelegenheit nicht verpasst werden darf. Es ist der ideale Moment. Niedriges Wasser, Schlamm, der die Beute hält und ein sicherer Abstand, um die Jungen zu schützen. Schon nach wenigen Atemzügen ist die Luft angespannt. Die Löwinnen verbeugen sich schnell. Kein Brüllen, keine Eile. Jeder Schritt ist eine koordinierte Kombination aus Instinkt und Strategie, eine Lektion für die nächste Generation. Als das Krokodil zurückweichen will, springt Nyra, das jüngste Weibchen, plötzlich auf das Schilfufer und gibt einen aufgeregten Laut von sich. Die unbeabsichtigte Geste lässt die Beute wanken. Es war ein entscheidender Moment. Temba griff an. Die Weibchen leisteten ihm rechtzeitig Unterstützung. Bald war das Krokodil, stark und gepanzert wie es war, der vereinten Kraft eines erfahrenen Rudels nicht gewachsen. Löwen jagen mit Hartnäckigkeit und Ausdauer nicht durch Geschwindigkeit, sondern durch Strategie und Einigkeit. Als die Beute still war, stand die Gruppe der Jungen in einiger Entfernung. Sie stürzten sich nicht auf das Tier, um es zu fressen, sondern beobachteten es mit leuchtenden Augen. Es war das erste Mal, dass sie eine Trophäe sahen, die durch die Zusammenarbeit ihrer eigenen Art geschaffen wurde. Eine wertvolle Lektion, dass Stärke aus Einigkeit und Ausdauer entsteht, nicht nur aus Krallen oder Brüllen. Bald darauf begann das Mahl in einem geordneten Kreis. Temba aß zuerst, dann die Weibchen und schließlich die Jungen.
Doch bevor Luma den ersten Bissen nahm, ging er, voller Stolz, um den Krokodilkadaver herum und kratzte leicht im Schlamm, als wolle er markieren. Dies ist unser erster Tag, der Tag, an dem wir die wilde Natur in uns selbst berühren. In der Ferne spiegelt sich das Sonnenlicht im plätschernden Wasser, der Himmel ist klar und wolkenlos. Graureiher schweben langsam darüber. Der ganze Sumpf ist noch friedlich, doch hinter dieser Ruhe verbirgt sich ein weiterer Teil des großen biologischen Kreislaufs, der weiterhin wirkt. Wo ein Lebewesen zum Lebenselixier eines anderen wird und eine jüngere Generation lernt, heranzuwachsen und die Rolle des Beschützers des Territoriums zu übernehmen. An einem nebligen Morgen, als die Morgenbrise die letzte Feuchtigkeit noch nicht aus dem hohen Gras der Serengeti gefegt hat, verlässt Aschur, der alte Löwe, der einst eine ganze Dynastie anführte, das Herz des Territoriums. Sein Gang ist mit dem Alter langsamer geworden, doch sein Blick ist noch immer so scharf wie die Klinge, die in vielen Jahren des Kampfes geschärft wurde. Er war allein, ohne seine Jungen, ohne Temba an seiner Seite, ohne Makari, der ihm folgte. Es war eine normale Patrouille, oder zumindest das, was Löwen tun, um ihr Revier zu verteidigen. Doch diesmal war etwas anders. Gegenwind brachte einen seltsamen Geruch mit sich, den trockenen Geruch eines Lebewesens, dem nur wenige begegnen möchten. Am Fuße einer uralten Akazie am Rande des Sumpfes, wo sich normalerweise kleine Antilopen versteckten, näherte sich Aschur versehentlich einem kurzen Grasfleck. Und dort unter den raschelnden Blättern lag eine zusammengerollte afrikanische Kobra. Mit fast 2 Metern Länge und einem starken neurotoxischen Gift war sie eines der wenigen Lebewesen, vor denen selbst Löwen auf der Hut waren. Die Begegnung war im Bruchteil einer Sekunde vorbei. Ein Ausrutscher, ein reflexartiger Hieb und dann ein Biss. Die scharfen Reißzähne der Schlange durchbohrten die dicke Haut an Aschurs Vorderbeinen und injizierten ein neurotoxisches Gift in seinen Blutkreislauf. Aschur wich zurück, ohne zu brüllen, ohne in Panik zu geraten, nur die Ruhe eines alten Kriegers, der wusste, dass sein Schicksal an seine Tür klopfte. Er drehte sich um und versuchte wegzugehen, der Gefahrenzone zu entkommen. Doch schon nach wenigen 100 Metern zitterten seine Beine. Sein Blick verschwamm, sein Atem ging schnell, seine Brust fühlte sich schwer an, als wäre sie von Steinen beschwert. Temba war der Erste, der ihn fand. Nicht durch seine Stimme, sondern durch seine Intuition. In den Tagen nach dem Zerfall des Bündnisses hatte Temba Aschur schweigend aus der Ferne beobachtet, wie ein treuer, wortloser Schatten. Als er den Körper des Anführers reglos im Schatten der Bäume liegen sah, glänzten Tembas Augen, nicht vor Angst, sondern vor stiller Leere.
Aschur starb friedlich. Keine Schlacht, kein Blutvergießen, kein letztes Brüllen. Nur der Wind pfiff durch das Grasland und der ferne Ruf der Wasservögel. Aschurs Tod war wie das letzte Zeichen einer Ära. Es gab keine Beerdigung, keinen Abschied. Doch die Natur verstand und passte sich an. Temba zog sich bald darauf in den Dschungel zurück, fern von Konflikten und Rivalitäten. Makari, jung und ehrgeizig, eroberte das zentrale Gebiet, konnte es aber nicht vollständig halten. Yengo, inzwischen ein erwachsener Krieger, trennte sich von Makari, nahm ein paar junge Frauen mit und begann, sein eigenes Territorium am östlichen Rand aufzubauen. Niemand nannte es mehr das Blut des Feuers, das Tal des Stahlbluts, wo einst das Gebrüll widerhallte, wo einst 5 Männer gleichberechtigt herrschten, war nun in 3 Regionen geteilt. Kein Bündnis, kein oberster Anführer. Die Asche einer Dynastie wurde in alle Winde verstreut und hinterließ eine Legende im Herzen der Serengeti. Es gab keinen ewigen Ruhm, keine unveränderliche Macht. Nur der Kreislauf des Lebens setzte sich fort und neue Löwen würden aus der Erinnerung des Landes auferstehen. Und während die Geschichte des Spitzenprädators zu Ende geht, beginnt unsere Reise in eine andere Richtung. Langsam, beschwerlich und herausfordernd. In der schlammigen Landschaft rund um den Dutu-See, wo ihre riesigen Körper ihre Füße tief in den Boden graben, bahnt sich eine Herde afrikanischer Elefanten in ihren Weg durch die harte Trockenzeit. Sie jagen nicht, sie brüllen nicht, doch sie sind Symbole für Intelligenz, Erinnerung und unerschütterliche Stärke. Folge 2 der Dokumentarserie nimmt die Zuschauer mit auf die Spuren von Mataka, einer betagten Matriarchin mit jahrzehntelangem Gedächtnis, die ihre Herde durch Dürre, menschliche Bedrohung und das wachsende ökologische Chaos in Afrika führt. Titel der nächsten Folge: Fußspuren der Erinnerung, die Wanderung der Riesen.